Ich bin der Truly Most Wanted und ich begrüße dich zum Vorstellungsvideo der Godot Engine 4.7. Heute haben wir den 18. Juni 2026 und eben ist die 4.7 veröffentlicht worden unter der Überschrift Lights, Camera, Action oder anders bezeichnet dem Director's Cut der Engine. Es gibt eine neue Release-Seite, wieder mit den Features, die aufgelistet sind in verschiedenen Kategorien und Bereichen, und die schauen wir uns mal der Reihe nach an. Ich werde jetzt zu allem ein paar Sätze sagen, mit möglichst einfachen Worten, dass du verstehst, was das für deine Projekte bedeutet und ob sich vielleicht Dinge an deinem Workflow ändern, verbessern oder neue Möglichkeiten entstehen. Sei gespannt. Falls du noch mehr sehen möchtest, schau gerne in die 5 vorherigen Videos, denn dort haben wir die Development Snapshots 1 bis 5 vorgestellt. Und neben den Highlights, die dort in den Update-Beiträgen waren, sind wir auch dort in den interaktiven Changelog gegangen und haben uns die ein oder andere Perle, die dort versteckt war, rausgepickt. Sei also gespannt, was es jetzt insgesamt in der 4.7 gibt. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es gefällt, abonnieren, wenn du neu bist und mehr Godot sehen möchtest, und jederzeit gerne Fragen und Feedback zum Video in die Kommentare schreiben. Und jetzt legen wir los. Bevor wir reinstarten, der wichtige Hinweis: Eine neue Version bedeutet, es kann auch neue Breaking Changes geben. Insofern sei vorsichtig, wenn du dein Projekt von der 4.6 auf die 4.7 updaten möchtest und eben migrierst. Hier gibt es einen Migration Guide auf der Seite, der dir sagt, welche Unterschiede es zwischen der 4.6 und 4.7 bei bestimmten Systemen gibt. Aber im Notfall erstelle immer ein Backup, eine Sicherung, und dann kannst du problemlos updaten. Unten links seht ihr auch in der Ecke immer, wo wir gerade sind. Wir starten jetzt mit den Highlights und da gibt es ein paar sehr schöne Sachen. Das erste ist, es gibt eine komplett neue Node namens Area Light 3D. Diese ist eine rechteckige Lichtquelle, die ihr zum Beispiel an Fenstern, an LED-Bilderrahmen, Portalen oder Ähnlichem anbringen könnt, und ihr seht, wie die Szene hier beleuchtet wird. Die hat nicht viele Eigenschaften und leitet auch von der Basisklasse Light 3D ab, wie der Name schon verrät. Insofern, die meisten Einstellungen davon werden euch bekannt vorkommen. Dann gibt es einen brandneuen Asset Store in der Godot Engine. Den findet ihr im Browser unter der Adresse store.godotengine.org und der wurde in den Development Snapshots bereits vorgestellt. Der sieht hier wie folgt aus, und hier oben habt ihr einmal ein Karussell vorgestellter Assets, dann hier unten die neuesten Ankünfte im Asset Store, die zuletzt aktualisierten Assets, dann habt ihr einmal 3D Assets, ihr könnt hier XR Assets euch raussuchen, eben für Cross Reality. Ihr könnt hier filtern nach verschiedenen Text und auch da oben natürlich genauso einfach nach Namen, Beschreibung und Co. suchen. Und wenn ihr etwas euch anschauen wollt, zum Beispiel eben jetzt hier die Phantom Camera, geht ihr einfach hier drauf, dann kriegt ihr diese schöne kleine Übersicht. Hier rechts Titel, Publisher, ein kleiner Einzeiler, was das Ganze genau ist, und dann habt ihr hier Infos wie die Anzahl der Reviews, was für eine Art von Asset das Ganze überhaupt ist, unter welcher Lizenz, gibt es den Quellcode irgendwo, meistens eine GitHub-Verlinkung und wann es zuletzt aktualisiert wurde. Hier unten die zugewiesenen Tags wie 3D, 2D, die Kamera, Download der entsprechenden Version könnt ihr hier auch auswählen, Kompatibilität prüfen mit der Engine und dann hier zur Bibliothek hinzufügen, sowie auch Donation-Links, falls ihr das Ganze supporten wollt. Auf der linken Seite hier Vorstellungsvideos im Sinne von YouTube-Links könnt ihr einfügen, Bilder habt ihr auch hier verfügbar, hier unten die lange Beschreibung. Ihr könnt hier einen Changelog für jede Version bauen, wenn ihr möchtet, ist optional, aber da könnt ihr angeben, was sich im Vergleich zur Vorgängerversion geändert hat, und hier die Review-Liste zeigt die Reviews mit Daumen hoch und Daumen runter, chronologisch sortiert. Die neuesten Reviews sind ganz oben, dann nach unten, desto älter werden die. Und ihr könnt natürlich nur ein eigenes verfassen, wenn ihr auch entsprechend einen Account habt. Das könnt ihr hier oben rechts machen und dann könnt ihr auch darüber selbst hier Assets publishen. Das zweite Neue ist Shader Editor. Wenn ihr in der Godot Engine jetzt Shader programmiert, nicht Visual Scripting, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt eine Inline Shader Preview zu erhalten. Jede Zeile Code, die ihr schreibt, die ein gerendertes Frame, ein Fragment oder eben ein Bild manipuliert, wird euch hier links angezeigt und ihr könnt direkt sehen, welche Auswirkungen eine Zeile Code hat.
Als nächstes geht es um die Control Nodes und vielleicht kommt der ein oder andere von euch ja aus der Welt der Webentwicklung. In der Styling-Sprache hier Cascading Style Sheets CSS gibt es ja die Transform-Eigenschaften und die gibt es jetzt im Grunde auch in der Godot Engine auf den Control Nodes, also alles was UI relevant ist. Denn hier gibt es viele neue Properties, Eigenschaften, beginnend mit dem Namen Offset-Transform-irgendwas dahinter. Hier könnt ihr angeben, ob das Ganze überhaupt aktiviert sein soll, dann eben auch der neue Ankerpunkt, der Pivot Point, in welchem Verhältnis eben das Ganze dahin rutschen soll, eben die Ratio. Dann habt ihr einmal das gleiche für die Position, auch mit der Ratio. Dann einmal die Rotation und auch die Skalierung. Und das hier unten ist interessant, ob das Ganze ausschließlich visuell passieren soll oder auch für die Logik. Als Beispiel, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Button habt, der hat ja im Grunde ein Rechteck, wo er gedrückt werden kann. Jetzt könnt ihr den Button aber zum Trollen, zum Belustigen, visuell ganz woanders darstellen und trotzdem bleibt die Schaltfläche da unten im Grunde komplett transparent bestehen. Also diese Möglichkeiten habt ihr jetzt für Spielereien. So könnt ihr auch hier entsprechende UI-Effekte bauen, ohne jetzt die Boxen im Hintergrund vom Layouting zu verändern. Also gerade bei Elementen, die innerhalb von Containern sind, ist das sehr, sehr praktisch. Als nächstes gibt es die Möglichkeit, und das finde ich wirklich sehr krass, dass ihr jetzt vollständig auf Android Spiele bauen könnt. Und zwar mit der neuen Godot Engine Begleit-App namens Godot Android Build Environment. Die findet ihr in den jeweiligen App Stores und die könnt ihr euch herunterladen. Dann könnt ihr zum Beispiel auf eurem Handy in der Godot Engine selbst ein Spiel entwickeln und mit der Gape-App eben das Ganze auch bauen und exportieren. Also komplette Spieleentwicklung kann auf dem Handy, einem Tablet oder eben einem Android-fähigen Gerät passieren. Ihr habt auch in Godot eine neue Art von Texture und zwar die Drawable Texture 2D. Wolltet ihr schon immer ein eigenes Painting-Tool bauen oder auch ein Tool zum Bemalen von Meshes? Das ist jetzt möglich. Ihr könnt auf die Drawable Texture eben programmatisch drauf zeichnen und wenn ihr die Textur schon einem Mesh zugewiesen habt über das Material, sieht man das auch natürlich auch direkt hier in 3D. Jetzt werden sich, glaube ich, einige freuen und zwar eure Spiele kriegen mehr Farbe, denn alle Plattformen von Windows, macOS, iOS, Vision OS und auch Linux kriegen HDR-Support, High Dynamic Range. Das bedeutet, es gibt mehr Farbspektrum, einen größeren Farbraum. Und vergleicht man hier das Ganze vorher so mit der neuen Variante so. Hier hinten an dem Orange bei den Augen, hier hinten rechts bei dem Türkisblau, da fällt das Ganze direkt auf. Ihr merkt, der Farbraum ist größer geworden, die Sachen verhalten sich besser und so könnt ihr entsprechend jetzt upgraden eure Projekte, indem ihr diese Option in den Einstellungen eures Projektes aktiviert. Dann geht es an die allgemeinen Features. Wir beginnen beim Path 3D. Die Punkte eines Paths können jetzt an beliebige Collider snappen. Ihr müsst nicht mehr die wild in der Luft herumklicken, sondern wenn die jetzt wirklich auf einen Collider gezogen werden, dann snappen die auch damit wirklich. Es gibt ein neues Messungstool für 3D und zwar den 3D Editor Ruler, den kennt ihr ja schon. Der hat eine kleine Überarbeitung bekommen, bessere Lesbarkeit und da könnt ihr jetzt eben in 3D in den verschiedenen Achsen, Diagonal und Co. messen, wie ihr möchtet. Die bekannten CSG-Nodes, die ja auch Meshes darstellen, haben eine Automatic Smoothing-Funktion bekommen. In Blender kennt man das Ganze als Autosmooth und das gibt es jetzt eben in der Godot Engine für diese Art von Meshes. Dann in 3D Vertex Snapping. Level Design wird geiler, egal ob ihr mit dem Origin von Objekten arbeiten wollt oder mit den Eckpunkten von Meshes. Ihr könnt jetzt wirklich hier Vertex Snapping betreiben, von einem Objekt an das nächste heransnappen. Ihr müsst nicht mehr haargenau Koordinaten eingeben. Das macht Level Design im Bereich 3D weitaus besser und angenehmer. Im Bereich 2D gibt es auch Neuerungen und zwar gibt es einmal One-Way Collision Support für die Collision Shape 2D.
Eine neue Eigenschaft namens One-Way Collision Direction könnt ihr nutzen bei der Collision Shape 2D, um zu bestimmen, wie jemand damit kollidieren kann und umgekehrt, von welcher Richtung derjenige nicht damit kollidiert. Gerade bei 2D-Plattformer-Spielen, eben Side-Scrollern, wo ihr von unten durch Plattformen springen könnt, wird das ganz relevant, aber ihr könnt halt in dem Moment nicht dadurch fallen. Die Gradient Textures kriegen eine neue Fähigkeit, und zwar könnt ihr jetzt radiale Farbgradienten bauen. Ihr kennt ja die klassischen linearen, die von oben nach unten oder diagonal verlaufen, auch vielleicht aus CSS, und jetzt hat man die Möglichkeit hier auch radiale zu nutzen, um zum Beispiel so ein Color Picking Tool zu bauen. Ganz praktisch. In der UI gibt es verbessertes Drag and Drop im Szenenbaum. Ihr könnt Nodes viel besser unter oder über anderen einordnen. Ihr habt eine klare Linie sichtbar, wo das Ganze jetzt hinkommt, und somit wird das Arbeiten dort angenehmer. Alle Pop-up-Menüs, egal ob bei Enums, bei großen Itemlisten, Options-Buttons oder ähnliches, kriegen jetzt ein Suchfeld da oben. Das heißt, ihr müsst nicht mehr die Liste aller Sprachen durchscrollen. Ihr könnt einfach zum Beispiel nach Englisch suchen oder nach Deutsch, und ihr kriegt direkt den passenden Eintrag hier rausgefiltert. Das spart euch sowohl bei einer Anwendung, die ihr baut, als aber auch im Inspektor selbst lange Suchereien. Rich Text Label kriegen Support für weitere Maßeinheiten, und zwar kennt ihr auch vielleicht aus CSS die Einheit EM, und die könnt ihr jetzt nutzen, zum Beispiel bei einem Bild innerhalb eines Textes. Hier haben wir einen Text mit Schriftgröße 40 und da drin gibt es ein Coin-Bild. Und wenn ihr jetzt hier die Höhe 1 EM eingibt, dann wird das Bild genauso groß sein im Verhältnis wie die Texthöhe. Also in dem Falle hier bei Schriftgröße 40 kann man sagen, das sind 40 bis 50 Pixel, aber ihr seht, es ist genauso groß und hoch wie die Zeile. Für alle, die visuell beeinträchtigt sind, gibt es jetzt neben dem Screen Reader Support aus der Godot Engine 4.5 auch die neue Landmark Navigation, eben für verbesserte Zugänglichkeit. Das heißt, im Grunde kriegt ihr jetzt mehr Kontext geliefert, wo ihr gerade seid, und das soll euch helfen, noch besser und noch einfacher mit entsprechendem Kontext durch die Engine zu navigieren. Es gibt ein neues Nearest Neighbor Scaling, und zwar in Viewports. Wenn wir mal hier vergleichen bilinear, was ja eher so ein bisschen gesmoothed aussieht, gegen das neue Nearest Neighbor, dann seht ihr, das Ganze wird richtig schön pixelig. Und so können auch coole Retro-Games gemacht werden, wenn ihr diesen Look beabsichtigt. Atlas-Texturen können jetzt in den Texture Rect Nodes eingesetzt werden. Das Ganze ging vorher nicht, und kurzer Kontext für alle, die es nicht wissen: Atlas Texture erlaubt euch einen Ausschnitt einer Texture 2D, egal ob Bild oder anderes, eben zu rendern, auszuschneiden quasi, ohne eben eine Kopie davon zu erzeugen, und dann könnt ihr jetzt das in den Texture Rect Nodes referenzieren. Die Texture Rect Nodes haben jetzt Support bekommen für die Atlas Textures. Für alle, die es nicht wissen sollten, Atlas Textures erlauben euch, einen Ausschnitt einer Textur, eines Images oder ähnlichem zu nehmen und nur diesen Bereich darzustellen. Das heißt, die könnt ihr jetzt in den Texture Rect Nodes in eurer UI oder in 2D einbauen. Im Editor gibt es ein paar schöne Änderungen, und zwar beginnend bei 3D. Es gibt einen neuen Fokus-Modus, den ihr über die Taste F toggeln könnt, und dieser greift beim Transformieren von Objekten, ob ihr jetzt Dinge verschiebt oder rotiert. Wichtig ist, wenn der Fokus-Modus aktiviert ist, dann folgt die Editor-Kamera eurer Auswahl. Ihr bewegt das Objekt nach rechts, die Kamera folgt. Das Ganze bleibt immer relativ zum ausgewählten Objekt in der Kameraperspektive, und ihr könnt damit genau Sachen platzieren, wo sie hin sollen. Dann: im Editor selbst wird mehr Monospacing Font benutzt, und hier kann man auch einstellen: Interface, Theme, Use Monospace Font for Editor Symbols. Da gibt es eine entsprechende Editor-Setting. Wenn das stört, da kann man es auch wieder deaktivieren.
Im Inspektor gibt es sehr schöne Nachrichten, denn das Arbeiten mit den Eigenschaften und Kopieren und Einfügen von Werten wird noch entspannter. Ihr könnt jetzt im Inspektor auf diesen Balken, wo immer der Klassenname drin steht von eurem Skript oder eben eurer Klasse in C#, rechtsklicken und auf Kopieren drücken und dann werden wirklich alle Eigenschaften, die darunter zugeordnet sind, kopiert und bei der anderen Node, wo ihr auf Einfügen drückt, wieder eingefügt. So könnt ihr hier komplette Bereiche in 2 Klicks übernehmen und an Daten wirklich einsetzen. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel aus der Laufzeit heraus eben beim Remote Scene Tree Inspector Werte euch schnappen wollt und die in die lokale Szene reinpackt, da sehe ich einen sehr praktischen Anwendungsfall dafür. Ihr könnt übrigens im Remote Scene Inspector jetzt die ganzen Variablen zuklappen. Bisher wurden immer alle von oben nach unten der Reihe nach angezeigt. Ab der 4.7 könnt ihr das genauso wie im lokalen Szeneninspektor einfach zuklappen in die jeweiligen Exportgruppen. Im Bereich 3D gibt es noch was Schönes, und zwar für alle, die mit der GridMap-Node arbeiten, wisst ihr, ihr könnt eine Mesh-Library hinzufügen. Das ist im Grunde das gleiche, wie wenn ihr in 2D beim TileMap-Layer-Node ein Tile-Set hinzufügt. Und diese Mesh-Library hat einen komplett eigenen Editor bekommen. Ihr könnt da die verschiedenen Meshes auswählen, dann denen verschiedene Namen geben, die Mesh-Daten euch anzeigen lassen, das Transform bearbeiten, auch hier im Allgemeinen für die Transformation von dem Mesh-Objekt innerhalb dieses hinzugefügten Objekts. Ihr könnt auch die Shapes angucken und vieles mehr. Also ihr habt jetzt wirklich wie bei einem Tile-Editor das gleiche in 3D für die GridMap. In 2D gibt es noch eine weitere Neuerung, und zwar den Scene Painter Mode. Diesen könnt ihr mit der Taste B aktivieren und triggern, und der erlaubt es euch, eine ausgewählte Packed Scene in eurer 2D-Szene entsprechend zu malen. Das könnt ihr euch vorstellen wie das Bemalen einer Tilemap, nur jetzt instanziert ihr regelrecht Packed Scenes. Ihr könnt auch hier oben einen Grid aktivieren und dann wirklich hier in einem Schachbrettmusterraster mehrere Objekte nebeneinander instanzieren. Vielleicht braucht ihr so Mauern, die ihr zeichnen müsst mit einzelnen Mauerelementen, die man kaputt machen kann, aber grundlegend für Leveldesign und gerade alle 2D-Games ist das wirklich eine sehr schöne Gelegenheit zum Zeichnen. Der Projektmanager guckt sich jetzt wirklich an, welche Versionsunterschiede gibt es. Und zwar werden die noch besser dargestellt. Ihr seht hier zum Beispiel, in der Zukunft wird es ja die Godot Engine 4.8 geben. Und aktuell, wenn ihr das Ganze mit der Version 4.7 öffnen würdet, kriegt ihr hier einen gelben Pfeil nach unten, der sagt, das wäre ein Downgraden auf die 4.7. Und umgekehrt, ältere Versionen wie die 4.6 und die 4.5 kriegen einen kleinen blauen Pfeil nach oben, der sagt, ihr könnt hier in dem Falle upgraden, wenn ihr das Ganze starten würdet. Und das sind eben jetzt einfach nur für euch die Indikatoren, bessere Sichtbarkeit, welche Projektversion ist denn überhaupt wo. Als nächstes habt ihr die Möglichkeit, jetzt beim Einfügen von Nodes in den Szenenbaum oder beim Erstellen von Ressourcen im Dateisystem wirklich zu filtern. Es gibt 3 Gruppen: Built-in, Custom und Editor, die ihr rechts in dem 3-Punkte-Menü aktivieren könnt. Und so könnt ihr hier die Liste auf das verkürzen, was ihr wirklich sucht. Eigen erstellte Sachen, Sachen, die zum Editor gehören oder klassische Built-in-Nodes und Ressourcen von Godot. Dann bleiben wir doch direkt mal beim Remote Scene Tree Inspector. Wenn ihr Enum-Variablen nutzt, egal ob in GDScript oder in C#, habt ihr häufig das Problem gehabt, dass, wenn ihr eure Anwendung startet, dann eine Node entsprechend euch anschaut im Remote Scene Tree, dass dort nur eine Ganzzahl stand. Ich meine, logisch betrachtet stimmt das ja auch. Enums sind eigentlich nur Integer-Konstanten, aber die Godot Engine 4.7 bringt jetzt eben für den Remote Inspector Support für die Enums. Das heißt, ihr könnt auch in der laufenden Szene nachverfolgen, dass hier wirklich der Text und der richtige Wert drin ist, und ihr müsst nicht mehr überlegen, was war nochmal die ID 1 gewesen? Ja, muss ich im Code nachschauen. Das könnt ihr euch jetzt sparen.
Für alle, die mit GDScript arbeiten, wird es noch einfacher, das aktive Skript zu finden. Bestimmt kennst du es. Oben links gibt es ja die Liste mit allen offenen Skripten und die kann sehr schnell sehr groß werden. Nur wo war noch mal gerade mein aktiv geöffnetes Skript, was ich gerne noch mal speichern möchte oder irgendwas dran ändern muss? Jetzt könnt ihr einfach auf den aktiven Tab oben doppelklicken und es wird links direkt in der Liste die Datei ausgewählt, die ihr gerade bearbeitet. Im Bereich 3D gibt es noch zwei weitere Dinge zum Zeigen. Und zwar einmal gibt es eine Unified Editor 3D View Manipulation und zwar sowohl bei den Embedded Games als aber auch beim Editor selbst. Die Projekteinstellungen und in dem Falle auch die Editor Settings verhalten sich jetzt dort genau gleich. Ihr könnt Shortcuts konfigurieren für die View Manipulation. Ihr könnt Navigationsschemas konfigurieren. Ihr könnt das Kamerasnapping nutzen, wenn ihr euch um Objekte dreht. In dem Falle Alt gedrückt halten und auch die mittlere Maustaste. Ihr könnt beim Drehen, beim Zoomen und beim freien Umschauen das Verhalten eben genauso gleich nutzen und das auch nur, wenn es in den Editor-Einstellungen aktiviert ist. Also gerne mal dort einen Blick hineinwerfen und entsprechend so konfigurieren, wie du am besten arbeiten kannst. Und jetzt kommt noch eine Sache. Ihr wisst ja vielleicht, dass Blender und die Godot Engine auch Hand in Hand gehen. Und es gibt gerade beim Arbeiten in 3D jetzt ein entsprechendes Trackball-Styled Rotationsverfahren. Das kennen viele aus Blender. Wenn ihr nämlich dort das Rotationstool nutzt, was jetzt in der Godot Engine über die Taste U aktiviert wird, Use Trackball, dann könnt ihr in diesen Augball regelrecht reinklicken, einfach nur mit der Maus ziehen und in den jeweiligen Richtungen das Ganze passend rotieren. Das Ganze könnt ihr toggeln mit U und so habt ihr ein weiteres Feature, was genau wie in Blender funktioniert. Kommen wir zur Dokumentation. Dynamisch erzeugte Eigenschaften und auch Menü-Items werden jetzt automatisch dokumentiert. Ihr habt zum Beispiel hier einen Option-Button, wo ihr Sachen hinzufügt. Hier oben Items, da tragt ihr die Sachen ja ein und dann gibt es auch dafür automatisch eine Dokumentation in GDScript. Dann verbesserte Darstellung von der Build-in-Hilfe. Jetzt mal hier, so sieht das Ganze vorher aus. Und mit neuer Formatierung entsprechend getrennt sieht das Ganze hier so aus. Ein bisschen mehr Abstand, leicht veränderte Positionen von oben den Überschriften und Infos, aber sonst im Grunde inhaltlich hat sich nichts geändert, nur bessere Lesbarkeit. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie namens Systeme. Bei den Systemen starten wir mit Animation und hier beginnt es im Animation Editor, denn alle Nodes, die ihr in der Animation gerade wirklich bearbeitet, wo sich Eigenschaften ändern, können jetzt in der Animation-Spur zugeklappt werden. Lasst einfach nur noch die Sachen auf, die für euch gerade relevant sind und wo ihr dran arbeitet. Besserer Überblick, schön kurz und knackig. Dann auf der rechten Seite hier gibt es die Info, dass Tweens jetzt auf Signale warten können mit der neuen Tween Await Funktion. Ihr könnt hierbei ein bestimmtes Signal angeben, auf das gewartet werden soll und erst wenn das ausgeführt wurde, dann geht der Tween weiter. Dann, bei dem Export Template Manager gibt es eine Neuerung und zwar könnt ihr jetzt, wie ihr hier seht, einzelne Kategorien wirklich einfach auswählen und nur die Dinge, die ihr braucht, werden heruntergeladen. Früher war es ja so gewesen, man hat ein riesiges ZIP-Paket heruntergeladen, da waren die Export-Templates für alle Standardplattformen drin gewesen, aber vielleicht willst du mit der Godot Engine ja wirklich nur für Windows exportieren, dann kannst du dir über den Export Template Manager eben nur die entsprechende Windows-Version herunterladen und hast nur diesen kleinen Teil und nicht mehr 90%, die du vielleicht nie nutzen würdest. Beim Input gibt es ein paar Änderungen und zwar eine erste Erweiterung. Es gibt für alle Mobile Game Entwickler einen Virtual Joystick. Der kann auch praktisch sein bei Games, die im Web laufen. Ihr seht hier links, wie in manchen Mobile Games bekannt, entsprechend diesen Joystick, den ihr mit dem Daumen hier steuern könnt und der hat 3 Modi. Einmal Fixed, an Ort und Stelle bleibt der. Dynamic, er bewegt sich in einem gewissen Range von dem Ursprungsort weg. Und Following, er geht immer genau dahin, wo euer Finger ist und merkt sich auch die Input-Richtung dabei. Dann
Controller-Events werden jetzt ignored, wenn euer Game minimiert ist und keinen Fokus mehr hat. Das Ganze könnt ihr triggern über die Projekteinstellungen, Input Devices, Joypads, Ignore Joypad on Unfocused Application. Als nächstes kriegen die Tastaturen und auch Mäuse entsprechende Device-IDs. Das Ganze legt den Grundstein, dass in Zukunft irgendwann auch mehrere Mäuse und mehrere Tastaturen an einem PC connected sind und entsprechend die Engine unterscheiden könnte, wer gibt gerade den Input. Das ist aktuell noch nicht möglich, aber diese Möglichkeit mit der ID-Zuweisung gibt eben Hoffnung, dass das vielleicht in ein paar Versionen dann doch dazukommt. Je nachdem, welchen Bedarf die Community da hat, wird das entsprechend von jemandem entwickelt vielleicht. Bei iOS gibt es besseren Controller-Support, denn Windows, macOS und Linux hatten bereits SDL3 vollständig verfügbar. Das hat jetzt eben auch iOS bekommen. Und für alle, die ganz moderne Gamepads nutzen, zum Beispiel von der PlayStation oder von der Xbox, diese haben ja immer zwei tolle Features, nämlich einmal das Accelerometer und das Gyroscope. Also die können ja tracken, wie sind sie geneigt und ausgerichtet, welches Tempo gerade, und diese Werte von diesen zwei Sachen können jetzt in der Godot Engine ausgelesen werden bei modernen Controllern. Wenn ihr zum Beispiel eben jetzt nehmen wir mal Rennspiel bauen wollt und ihr sagt, ihr fahrt ein Motorrad und wenn jetzt euer Gamepad nach oben geneigt wird, macht ihr einen Wheelie, das könntet ihr implementieren. Rendering. Hier gibt es einige Performance-Verbesserungen, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber kurz gesagt, die Environment haben ihren eigenen Buffer bekommen für jeden Pass individuell. Dann beim Base Material 3D gibt es eine Verbesserung am Clear Code und das kann man sich mal hier genauer anschauen. Hier sieht es so ein bisschen mehr glossy aus und weniger realistisch. Hier hat man so ein bisschen mehr die Reflexionen und dieses metallischere eher drin und dadurch hat es einen besseren Effekt. Und Partikelsysteme in 3D. Ihr könnt jetzt die Eigenschaften der Rotation und der Skalierung auch über Zeit animieren und ihr seht hier zum Beispiel Würfel, die sich entsprechend hoch und runter skalieren und verändern. Das könnt ihr jetzt nutzen, um noch bessere Animationen mit Partikelsystemen zu bauen. Und damit kommen wir zu XR, also Cross Reality. Das betrifft Augmented Reality natürlich und auch virtuelle Realität, VR. Und da haben wir einmal den Support ab Day 1 in der 4.7 für das neue Android XR und Steam Frame. Die könnt ihr entsprechend jetzt auch in Godot 4.7 nutzen. Da gibt es hier unten auch kleine Docs entsprechend, wo ihr euch anzeigen lassen könnt, wie genau funktioniert das Ganze. Dann, bei Vulkan, der Render-Engine hinter der Godot Engine, gibt es bessere Subsampled Images. Und das ist eine wichtige Sache für eure XR-Projekte, denn die Godot Engine empfiehlt jetzt tatsächlich aufgrund der sehr guten Benchmarks, dass von Vulkan der Mobile-Renderer für neue Projekte genutzt werden soll und nicht mehr der Kompatibilitätsrenderer. Deswegen probiert gerne mal aus, mit dem Renderer zu arbeiten und schaut, ob sich eure Performance dort verändert. Auch in XR sind entsprechend Verbesserungen bei den Composition Layers entsprechend dazugekommen. Das heißt, ihr müsst mal mit den Nodes herumprobieren und ihr könnt auch dort die Layer sperren. Ihr könnt Sachen jetzt in dem Falle pairen besser und Plugins können jetzt natürlich auch genauso den Main Layer beeinflussen. Die letzte Sache im Bereich XR dürfte vielen gefallen und zwar das hier. Ihr habt jetzt wirklich besser und vereinfachtere Action Maps. Ihr habt jetzt in dem Falle die Möglichkeit, Controller-Profile anzulegen und ihr seht ja auch hier oben Action Sets, generische Controller, Touch-Controller, Pico 4-Controller, Hand-Interaction und vieles mehr. Also je nachdem, auf welcher Plattform oder mit welchem Gerät ihr unterwegs seid, könnt ihr entsprechende Profile anlegen und müsst dann nicht mehr alles auf einen Schlag wirklich handeln. Das dürfte euch bei den Einstellungen mehr Komfort geben, um wirklich das Feintuning zu kriegen, wie ihr es für euer Gerät braucht.
Kommen wir jetzt zur Kategorie Plattformen und wir starten bei Android und viele werden sich da, glaube ich, freuen. Es gibt jetzt Picture-in-Picture Support. Ihr wollt euer Idle-Game ein bisschen kleiner haben und im Hintergrund ein Video laufen lassen. Das geht jetzt. Ihr habt Picture-in-Picture Support ab Godot 4.7 aufwärts. Und dieses Feature wird hoffentlich auch noch auf andere Plattformen soon dazukommen. Also mal gucken wann. Dann ihr könnt Embedded Game Windows jetzt von der Position her verschieben und auch dynamisch die Größe verändern und habt damit gute Möglichkeiten, selbst auf Android zu testen, wie sieht das Ganze auf normalen Desktop-Plattformen aus bei 16:9 oder anderen Bildzeitenverhältnissen. Der Script-Editor reagiert jetzt auf die Orientierung eures Geräts. Normal haltet ihr ja alle euer Handy vertikal, aber beim Videos schauen auf zum Beispiel YouTube dreht man es ja um 90 Grad, um eine horizontale Sicht zu haben und der Script-Editor macht das Ganze entsprechend mit. Dann einfache Customizable Splash Screens. Auf Android braucht man keinen hacky Umweg mehr. Ihr habt jetzt einfach straightforward die Möglichkeit, das zu konfigurieren, ohne irgendwelche Dateien irgendwo ablegen zu müssen. Wenn ihr auf Android entwickelt, braucht ihr auch ein entsprechendes Tracing- und Analyse-Tool und die Godot Engine nutzt ab der Version 4.7 hier Perfetto. Das erlaubt euch im Grunde Performance-Probleme mit dem Editor auf Android-Devices eben festzustellen und zu analysieren, woran hat die Gelegen. Dann, auch in GDScript könnt ihr jetzt die Java-Interfaces von Android weiter ansprechen, der Support wurde vergrößert und ihr habt noch mehr Möglichkeiten darüber. Mehr erfahrt ihr entsprechend im Plugin und in der passenden Doku. Unter Linux gibt es jetzt den initialen Support fürs Touchen, also fürs Berühren. Und zwar könnt ihr schon mal einfach Windows, also Fenster hin und her ziehen und auch Knöpfe mit euren Fingern drücken. Komplexere Gesten, wie zum Beispiel eben das Halten, Ziehen, die Gesten mit 2 Fingern, das lang gedrückt halten für Rechtsklick, das wird in Zukunft noch kommen, ist noch nicht hier ready. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich Scripting. Beim Scripting gibt es nur eine wesentliche Änderung, die ihr wissen müsst, und zwar GD-Extensions haben einen eigenen Reiter in den Projekteinstellungen bekommen. Dort könnt ihr draufgehen, ihr seht alle im Projekt aktivierten GD-Extensions, welche Versionen und ihr könnt die auch dort neu laden. Und das war das Update-Video zur Godot Engine 4.7, zumindest fast, denn wir sind zwar am Ende der Seite angekommen und erstmal wie immer gilt, Teamwork makes the dream work. Alle Leute, die an der 4.7 mitgearbeitet haben, von den typischen Maintainern, Leuten aus der Community, Freiwilligen, die auf GitHub interessiert sind, sich in C++ reinzuwursteln und selbst Features zu bauen, die der Engine helfen sollen, mit entsprechenden Proposals, die seht ihr hier aufgelistet. Mehr als 300 Leute haben hier über 1600 Pull-Requests gemacht. Und da möchte ich mal weiter drauf eingehen, denn eine wichtige Sache vergisst man sehr schnell. Das hier sind jetzt nur die großen Sachen, die in der Update-Seite vorgestellt werden, aber falls du bereits meine Development Snapshot 1 bis 5 Videos gesehen hast, dann weißt du, dass oftmals sehr schöne kleine Features im interaktiven Changelog vom Editor versteckt sind. Entsprechend packe ich dir auch diese Seite hier in die Videobeschreibung und wenn du dich jetzt interessierst, was wurde wo gemacht, Development Snapshot 1 bis 5, da habe ich dir das Wichtigste jeweils in den 5 Videos präsentiert, aber sonst unter der Überschrift 4.7 hier oben siehst du alle 1704 Commits bei 1641 Pull Requests von 349 Contributern. Und hier ist dann eben gruppiert in 2D, was wurde alles dort gemacht im Bereich 2D, dann was gibt es alles Neues in 3D, das könnt ihr euch hier anschauen.
Dann haben wir den Reiter Animation und das geht immer so weiter. AssetLib, auch im Bereich Audio gibt es Neuigkeiten, zum Beispiel ein neues Audiobus-Layout-Design mit weitaus besserer Customization und Lesbarkeit. Beim Build-System der Engine selbst könnt ihr nachgucken, was es da Neues gibt. Weiter unten haben wir auch hier C# und das sind eher Kleinigkeiten, aber selbst die sind wissenswert. Deswegen schaut gerne mal dort rein, wenn euch bestimmte Sachen interessieren. Jetzt ist bestimmt auch die große Frage, wie geht's weiter mit der Godot Engine? Was muss man dort unbedingt wissen? Wenn ihr auf GitHub auf die Milestones geht, dann werdet ihr auch dort feststellen, dass es bereits einen ersten für die Version 4.8 gibt, der bereits in Arbeit ist, und die 4.7 ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da fehlen noch aktuell 69 weitere. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass eine 4.71 und vielleicht auch 4.72 noch erfolgen werden, bevor dann irgendwie das 4.8er Update kommt. Nicht wundern, hier oben sind erst 341 Issues drin. Wir sind am ersten Tag, da werden noch einige mehr hinzukommen, denn im Schnitt kann man dort schon so 1400, 1500 und noch weitaus mehr Issues eben drin feststellen. Bevor wir das Video beenden, ein wichtiger Hinweis. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass immer mehr Spiele mit der Godot Engine gemacht werden. Und wenn ihr einen Blick auf die Statistiken bei steamdb.info werft, dann wird das Ganze auch bestätigt. Alleine letztes Jahr gab es knapp 1400 Games in der Godot Engine, im Jahr zuvor nur etwas über 800 und der Trend wächst weiter. Wir sind jetzt gerade erst Mitte Juni und schon bei 806. Die Tendenz ist also, dass dieses Jahr noch weitaus mehr Games mit Godot veröffentlicht werden als im letzten Jahr. Und hier oben seht ihr das auch, es gab im März einen großen Peak. Also, wenn ihr neugierig seid, probiert gerne mal die Godot Engine aus, ob jetzt mit C# wie in der Unity Engine, ob mit GD-Script, wenn ihr neu seid im Programmieren, oder wenn ihr es wirklich hardcore mögt und auch am Kern der Engine arbeiten wollt, dann nehmt gerne C++. Das war das Infovideo zur Godot Engine 4.7. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne hier einen Daumen nach oben, abonniere auch, wenn du neu bist und mehr Godot Engine Tutorials in Zukunft sehen möchtest. Wir werden in jedem Falle zu ein paar Themen Videos machen, wie auch unter anderem den neuen Control Nodes, und sonst gib mir gerne Feedback und auch Fragen zu diesem Video hier in den Kommentaren. Und schreib mir gerne mal, was ist von all den vorgestellten und erklärten Inhalten dein Lieblingsfeature? Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bye bye!